Meine Jungs sind riesen BVB-Fans und ich habe auch den Auftrag von meinem Großen, er möchte unbedingt wissen, was Axel Witsel und Marco Reus am liebsten essen. Wir sind mitten in der Spargelzeit und einer meiner Lieblingssalate ist der Spargelsalat. Ich habe heute Elli Huub hier und wir beide werden zusammen einen Spargelsalat machen mit weißem und grünem Spargel, kombiniert mit etwas Mozzarella, Parmaschinken, Aceto Balsamico, so ein bisschen der italienische Way. Elli Huub, der Name ist bei dir Programm. Hula Hoop, ist das so in? Ich habe lange suchen müssen im Keller, aber ich habe ihn wiedergefunden. Ja, das ist tatsächlich der Hula Hoop, aber ich benutze die Variante und damit lässt sich wunderbar die komplette Rumpfmuskulatur trainieren. Okay, das Einzige, was ich damit kann, ist, den so zu stemmen, dass der wieder zurückkommt. Guck mal, das ist auch schon gut, ne? Oder? Das ist schon gut. Wahnsinn, nein, ich bin total untalentiert. Ich habe es mehrfach probiert. Aber ich bin der Meinung, dass es jeder schaffen kann. Mit dem richtigen Reifen und der richtigen Technik würdest auch du schaffen. Ja? Okay. Aber wir wollen kochen. Ja. Und zwar habe ich hier weißen Spargel und es wäre super schön, wenn du den schon mal erstmal am Ende abschneidest. Und dann müssen wir den leider schälen. Aber sag mal, wie bist denn du zum Hula Hoop gekommen? Das reicht übrigens von der Menge. Ja, ich habe ja 3 Kinder bekommen und habe mich nach der 3. Schwangerschaft nicht sonderlich wohl gefühlt. Okay. Erstmal, weil ich ziemliches Übergewicht hatte und weil ich so Probleme mit meinem Beckenboden hatte. Ja. Und ich brauchte was den Beckenboden eben trainiert. Aber ich mag nicht so gerne Sport. Also ich bin jetzt nicht so der sportliche Mensch eigentlich und habe dann erfahren, dass Hula Hoop helfen soll. Und dann dachte ich, oh, wenn das so einfach ist, dann probier es damit. Hat aber erst gar nicht geklappt bei mir. Also ich habe über 3 Monate gebraucht, bis ich den überhaupt oben halten konnte. Du warst ja damit am Ende sehr erfolgreich und hast auch gesagt, okay, ich habe es gemacht, ich habe es meinen Nachbarinnen gezeigt, wir haben das alle zusammen gemacht und dann ist ja da eine riesen Bewegung draus geworden. Ich habe damit ja 20 Kilo abgenommen, natürlich in Kombination mit gesunder Ernährung. Und dann bin ich viel darauf angesprochen worden. Ich wohne halt in einem relativ kleinen Dorf. Ja, und dann fällt das auf, wenn so eine Kindergartenmama auf einmal 20 Kilo weniger wiegt. Und dann haben sie mich alle angesprochen und dann habe ich denen allen gesagt, kauft euch einen Reifen. Und dann hat das bei denen auch geklappt und dann dachte ich, ja, wenn es andere schaffen, dann können es noch mehr schaffen. Den Spargel schälen wir einfach runter. Ich kümmere mich um den grünen Spargel. Bei dem grünen Spargel hat man nämlich den Vorteil, den braucht man nicht schälen. Schön. Sondern den grünen Spargel kann man tatsächlich einfach nehmen. Und der bricht genau an der Stelle. Immer? Immer. Ist verrückt, oder? Ja. Jede Stange an der anderen, aber immer an der Stelle, wo man keine Faser mehr hat dann. Ja, das heißt, wir können den so verwenden, wie er ist. Essen deine Kinder auch Spargel? Essen die alles, was du kochst? Nicht alle. Also 2 meiner Kinder essen tatsächlich fast alles und einer ist so ein bisschen wählerisch. Der isst am liebsten Nudeln. Ja, aber alle Fußball begeistert. Ja, vor allem die Jungs. Ja. Die Kleine kriegt das noch nicht so mit, aber meine Jungs sind riesen BVB-Fans. Und ich habe auch den Auftrag von meinem Großen, er möchte unbedingt wissen, was Axel Witsel und Marco Reus am liebsten essen. Das ist eine Frage, die ich auch... Also bei Marco Reus ist tatsächlich, der liebt Kartoffelpüree. Wenn es Kartoffelpüree gibt, dann ist der einer der glücklichsten Menschen überhaupt. Und Axel isst tatsächlich sehr gerne auch Nudeln. Vor allem auch mit Pesto. Also er kocht zu Hause wohl auch gerne. Und er hat mir auch schon mal gesagt, weil ich hatte ihn ja auch schon mal hier, dass er auch Pesto wirklich selber macht. Ne? Also wenn die zu Hause Pasta mit Pesto essen, dann macht er das Pesto selber. Er kauft das nicht fertig. Da sträubt er sich gegen. Ja? Das finde ich gut, ne? Ja. Das kann man erstmal so stehen lassen. Du kannst die Kirschtomaten hier bitte schon mal einmal halbieren. Wie lange ist das jetzt her, dass du mit dem Hula Hoop angefangen hast? 2018 habe ich Also 2018 habe ich ihn mir gekauft und dann hat es ja 3 Monate gedauert und dann so um Weihnachten rum hat es dann geklappt. Und seitdem bist du da voll drin. Du hast auch ein Buch dazu geschrieben, glaube ich. Ja, weil tatsächlich für viele ist es doch noch mal schöner, was in der Hand zu haben. Da sind auch viele Übungen drin, da sind auch ein paar Rezepte drin. Rezepte? Ja. Ach, guck mal. Ja, weil eben auch Ernährung ja ein großer Teil dazu beiträgt zur Gesundheit. Ja, klar. Und mir geht es tatsächlich auch gar nicht darum, dass die Leute alle schlank werden sollen. Ich möchte, dass sie sich wohlfühlen und fit sind. Und da spielt Essen auch eine große Rolle. Das ist richtig. Das gehört immer dazu, ne? In der Spargelsaison ist ganz oft das Thema Sauce Hollandaise. Ah, nee, kann ich nicht machen zu Hause.
dauert viel zu lange, brauche ich viel zu viel für, ist viel zu aufwendig. Das ist aber eigentlich überhaupt nicht richtig. Deswegen zeigen wir euch jetzt mal ganz schnell, wie man eigentlich eine Hollandaise macht. Da bin ich auch gespannt. Ja, und zwar braucht man für eine Hollandaise gar nicht so viele Zutaten. Man braucht Eier, klar. Man braucht Butter und ein bisschen Weißwein. Dann brauchen wir 2 Töpfe dafür. In dem einen Topf erhitzen wir die Butter. Und in dem anderen Topf erhitzen wir den Weißwein und schlagen die Hollandaise auf. So, dann müssen wir die Eier trennen. Weil wir ja nur das Eigelb brauchen. Dann ist ganz wichtig, dass der Wein kocht. Die Butter löst sich schon mal auf. Wenn wir jetzt das Eigelb in den kochenden Weißwein geben würden, dann würde es sofort gerinnen. Ja. Dann hätten wir wie so ein Rührei da drin. Das heißt, wir nehmen den Weißwein jetzt runter. Dann geht die Temperatur ein bisschen runter und rühren jetzt quasi das Eigelb ein. Jetzt haben wir hier unsere Butter. Den letzten Rest von der Butter, den lasse ich immer noch mal drin. Man sieht jetzt hier die Molke, weil die entwickelt jetzt so ein Nussaroma. Und wenn man das zur Hollandaise gibt, dann ist das so der letzte Pfiff eigentlich dazu. Ne? Und jetzt haben wir hier die Nussbutter noch dazu. Und fertig ist unsere Hollandaise. Würzen noch. Habe ich Nach gelernt. Belieben. Immer nach Belieben. So, den grünen Spargel sieht man jetzt hier, der hat wunderbar Farbe genommen. Den nehmen wir jetzt schon mal raus, damit er nicht so verkocht. Hätte man den weißen rein theoretisch auch einfach nur anbraten können? Das kannst du auch machen. Oder muss man den immer kochen? Nee, man muss den nicht kochen. Man kann den weißen Spargel sogar roh Ich habe den auch essen. schon mal im Backofen gemacht. Das geht auch. Du kannst den auch wunderbar auf dem Grill machen. Man kann den auch, wenn man den Spargel einfach in Alufolie einschlägt und macht zum Beispiel eine Flocke Butter dran oder ein bisschen Olivenöl und packt einfach diesen Sack Alufolie auf den Grill. Ach, guck. Dann funktioniert das auch wunderbar. Ja, Grillsaison ist ja auch bald wieder. Dann wird das mal getestet. Macht der Mann, oder? Grillen, ja. Ist ja so ein bisschen Klischee auch, ne? Also wenn ich an den Grill gehe, dann vorbei. Ich darf den mal putzen, aber das war's. Boah, das ist aber gemein. Nee, ich finde es wirklich okay, weil ich mach's ja nicht so gerne. Wir nehmen die Spitzen von dem Spargel. Das kannst du bei dem Weißen gleich auch, wobei der ist heiß, vorsichtig. Dann warte noch kurz. Genau, wir schneiden die Spitzen ab, die heben wir uns auf, weil das immer so ein bisschen schöner aussieht. Ne? Und den Rest schneiden wir einfach klein, bisschen schräg, damit wir auch ein bisschen was fürs Auge haben. Natürlich. Na, das Auge ist immer mit. Ne? Ja. Wenn das mal nicht gut aussieht. Super, mega lecker sieht das aus. Das haben wir gut gemacht, würde ich sagen. Self-made. Definitiv, vor allen Dingen. Da merkt man richtig, dass jetzt Saison ist. Ne? Der Spargel, der schmeckt einfach wunderbar. Der ist überhaupt nicht bitter. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und euch zu Hause viel Spaß beim Nachkochen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.